Willkommen bei Sportsman Target. Heute geht es um mechanische Klingen. Genauer gesagt um die mechanische Klingen für die Revo 7. Wie man die ganze richtig einstellt und welche Faktoren da mitspielen, das will ich euch erklären, und zwar nach dem Intro. Jan und ich haben jetzt schon mehrere Anfragen bekommen wegen diesen Klingen, unter anderem auch Malte Keller von Modern Archery Germany. Den Kanal könnt ihr ruhig gerne mal angucken, falls ihr ihn noch nicht kennt, aber die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen schon. Und zwar gibt es ein paar Probleme mit den zweischneidigen mechanischen Klingen für die Revo 7. Und zwar folgendes: Bei manchen gingen die Klingen im Magazin auf, oder manche gehen im Flug auf, oder im Ziel gehen sie gar nicht auf. Dasselbe Problem hatte auch Jan am Anfang, deswegen wundert euch nicht, ich sitze hier, ich habe keine Revo 7, ich habe auch die Pfeile für die Revo 7 nicht, aber das Prinzip ist dasselbe wie mit anderen Jagdpfeilen, die zwei Klingen haben und mechanisch sind. Und zwar, wie behebe ich diese Probleme? Zuallererst muss ich mich fragen, was habe ich für ein Ziel? Schieße ich auf Pappe, schieße ich auf Holz, schieße ich auf ein gekauftes Ziel oder schieße ich auf ein selbstgebautes Ziel mit Lumpen? Wie man so ein Ziel baut, das kann ich euch hier genauso verlinken. Oder schieße ich halt auf Wild, sprich Leder und Haut? Das muss ich mich als allererstes fragen. So, dann gucke ich mir den Pfeil an. Bei den zweischneidigen Klingen für die Revo 7 ist vorne an der Spitze eine Stellschraube. Diese Stellschraube ist dafür da, wie leicht die Klingen aufgehen oder wie schwer die Klingen aufgehen. Ich persönlich gehe immer hin und stelle die ganze Sache so ein. Ich gehe mit dem Kreuzschraubenzieher hin und drehe sie fest, also man spürt dann einen Widerstand. Ich drehe sie fest und dann mache ich sie wieder locker. Ich merke ganz genau, wann sie locker wird. So, wenn ich den Punkt erreicht habe, dann drehe ich eine Viertelumdrehung wieder fest. Dann habe ich eine Basis und dann teste ich das Ganze. Gehen die Dinger dann noch im Flug immer noch auf, dann drehe ich halt eine halbe Umdrehung fest, statt eine Viertelumdrehung. Das Ganze muss ich allerdings bei jedem einzelnen Pfeil machen. So. Und irgendwann, also es ist eine Friemelarbeit, aber irgendwann hat man dann das Ganze richtig eingestellt. So, dass ihr in eurem persönlichen Ziel, sprich entweder Pappe, gekauftes, Stofflappen oder Leder oder was auch immer. Bei Leder ist es halt ein bisschen strammer, da kann die Mechanik ein bisschen strammer sitzen, das ist dann gar kein Problem. Aber bei Pappe zum Beispiel, da ist ja kein Widerstand, wo hier drauf geht, wenn ich euch das mal hier so zeigen kann. Ja, also wenn der Pfeil eindringt hier, dann habe ich da wenig Widerstand bei Pappe. Und da muss ich einfach eine leichte Einstellung haben. Gehe ich auf Wild, dann ist das nicht so tragisch. Das drückt es dann richtig auf. Das ist dann gar kein Problem. So, jetzt gibt es aber nochmal ein Problem. Und zwar, wenn die Teile ausgelutscht sind. Ich habe hier eine dreisteinige Spitze. Da ist es nochmal anders. Da ist ein Klicksystem drin. Wenn die ausgeleiert sind, dann sind die ausgeleiert. Da gibt es nichts zum Einstellen. Aber wenn die ausgeleiert sind, das ist bei denen gleich, genauso wie bei den zweischneidigen Klingen, habe ich meistens vom Werk aus, also so ist es bei hochwertigen Klingen auf jeden Fall oder Spitzen, ein Gummi drumherum. Da gibt es nochmal einen ganz anderen Trick, und zwar gibt es hier Kreppband. Also wenn ihr die Spitzen nicht eingestellt bekommt und es zu locker ist oder zu schwer, dann kann ich euch einen Tipp geben: Macht sie etwas lockerer
und benutzt einfach hier einen Streifen Kreppband. Den Kreppbandstreifen, den nehmt ihr und den zieht ihr einfach hier drüber über den Pfeil. So, dann habt ihr hier Kreppband. Malerkrepp nennt sich das Ganze auch. Das ist nicht so fest, aber auch nicht zu locker. Sprich, habe ich da einen Impact, dann gehen die automatisch hier auf. Ihr seht es hier. Das ist ein kleiner Trick von mir, den wir auch beim Jagen mit der Crossbow oder mit dem Bogen benutzen. Und der bewährt sich wirklich gut. Genau. Das war es eigentlich schon. Es war ein kurzes Video und ja, für alle Anbauteile oder Tuning-Sachen könnt ihr gerne auch bei uns im Shop nachgucken. Haben wir ein paar Sachen für die Revo, für die Stinger oder beziehungsweise für die Steambow-Sachen, für Alligator und. Tobt euch aus, guckt gerne in unserem Shop nach und ja, in dem Fall sage ich, wir sehen uns bald. Ich hoffe, ich habe euch helfen können und abonniert den Kanal, leitet ihn weiter und wir sehen uns.